Und einen ordentlichen Schuss Zitrone. Auf. Meinen treuen... Upsala. Servus Leute, ich bin's Kanatano und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir werden heute zum ersten Mal auf einen Zuschauerwunsch eingehen. Er hatte den Wunsch, dass wir mal Chili-Köfte ausprobieren. Chili-Köfte wurde ursprünglich eigentlich aus Fleisch hergestellt. Inzwischen gibt es vermehrt Chili-Köfte aus Bulgur. Damit ist es auch vegan und vegetarisch und für jeden Geschmack perfekt. Wir machen das heute zum ersten Mal. Wir sind gespannt, wie das Resultat aussehen wird. Wenn ihr nichts von uns verpassen wollt und mehr Lust auf solche Rezepte habt, was aus der türkischen Küche kommt, dann lasst uns bitte ein Abo da. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Jetzt schauen wir mal an, was in den Zutaten ist. Kommt mit! Für unsere super leckere Chili-Köfte-Rezept brauchen wir 2 Tomaten, 4 Zehen Knoblauch, eine mittelgroße Zwiebel, einmal 200 ml Isot, das ist ein Paprikagewürz aus der Türkei. Den gibt es in jedem türkischen Supermarkt zu kaufen. Dann brauchen wir 100 ml Olivenöl, 100 ml Granatapfelsirup, 500 Gramm Bulgur. Wir haben hier den extra feinen Bulgur, der ist extra dafür gemacht, um Chili-Köfte zu machen. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Tomatenmark und 2 Esslöffel Paprikamark. Und als Gewürz brauchen wir 10 Gramm Paprika edelsüß, 5 Gramm Kumin, 5 Gramm Pfeffer. Und damit wir die nötige Schärfe haben, haben wir hier 2 Esslöffel Chilischoten. Und was nicht fehlen darf, ist Salz. Ich werde es mir heute einfach machen. Normalerweise wird Chili-Köfte nicht gebraten oder erhitzt. Man knetet das mit der Hand 40 bis 50 Minuten lang, damit der Bulgur und die ganzen Komponenten dann vermischt sind. Ich werde es mir ganz einfach machen und werde hier meinen treuen Assistenten, die Mixmaschine, benutzen. Bevor die Mixmaschine zum Einsatz kommt, werden wir erstmal unsere Zwiebeln klein hacken und die Knoblauch ziehen und die Tomate reiben. Kommt mit und wir machen das gemeinsam. Wir brauchen ganz feine Zwiebelstücke. Ihr könnt auch gerne die Zwiebeln in der Reibe zerkleinern, aber ich mache es jetzt mal mit dem Messer. Somit hat die Zwiebel die gewünschte Größe erreicht. Jetzt machen wir das gleiche auch mit den Knoblauchzehen. Somit haben jetzt auch die Knoblauchzehen die gewünschte Größe erreicht. Wir werden jetzt die Zwiebel und den Knoblauch in unsere Schüssel einfüllen. Jetzt, was ich mache, ist sehr wichtig, das müsst ihr auch unbedingt machen. Ihr müsst zu den klein gehackten Zwiebeln und Knoblauch eine Kaffeelöffel volle Salz zugeben. Das hat den Effekt, dass der Knoblauch und der Zwiebel ihre Flüssigkeit verlieren werden. Wir mischen das einmal ganz kurz unter. Jetzt werden wir zu unserem Zwiebel-Knoblauch-Gemisch den Bulgur dazugeben. Das füllen wir auch einfach mal ab. Wir werden jetzt unsere Bulgur-Knoblauch-Zwiebelmischung in unser Rührgerät geben. Wir werden diesen Aufsatz benutzen und wir lassen das jetzt einfach mal für 5 Minuten umrühren. Während euer Rührgerät funktioniert, müssen wir noch etwas Kleines machen. Deswegen komm mal rüber, Baby. Das ist ein Tipp der Chili-Köfte-Experten. Wir werden unser Isot und unsere Chilischoten mit dem Olivenöl anfeuchten. Upsala, so oder ein bisschen. Und so. Oh shit, ey. Leute, passt auf, während ihr das macht. Ihr seht, da können Unfälle passieren. Aber wir werden das ganz kurz reinigen. Und währenddessen kann ja schon unser Rührgerät weiter rühren. Die 5 Minuten sind jetzt um. Wir schauen einmal ganz kurz rein, wie das jetzt inzwischen aussieht. Wir sehen, dass sich der Bulgur und die ganzen Zwiebel- und Knoblauchkomponente gut vermischt haben. Wir werden jetzt dazu noch das Tomatenmark und den Paprikamark reingeben. So, unser Ziel ist, dass der Bulgur nicht austrocknet. Dazu haben wir jetzt unsere Tomate hier gerieben und zerkleinert. Wir müssen immer etwas geriebene Tomate dazugeben. Magst du das mal zeigen, Lieb? Dazu nehmen wir Tomate, die geriebene Tomate und geben das ein bisschen dazu. Und auch von der Flüssigkeit kann man was dazu geben. Upsala. Jetzt machen wir das jetzt wieder zu und lassen es erstmal für 10 weitere Minuten umrühren. Ich benutze immer die erste oder die zweite Stufe, je nachdem. Aber ihr könnt selber entscheiden, wie stark und wie schnell ihr das haben möchtet. Leute, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass der Bulgur nicht zu trocken wird. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass es ein bisschen zu trocken wird. Magst du das mal reinzeigen, Baby? Genau, das möchten wir nicht. Und jetzt gibt es eine Lösung. Wir werden Eiswürfel reingeben. Weil durch die Hitze fängt das alles an, sich zu trocknen. Und das möchten wir nicht. Da gebe ich jetzt einfach mal 3 Eiswürfel dazu. Jetzt wird es wahrscheinlich ordentlich knistern und ich hoffe, das geht nicht kaputt.
Ihr werdet live dabei sein. Wir sehen uns in 10 Minuten hoffentlich mit einer noch funktionierenden Rührmaschine. Leute, ich habe die Befürchtung, dass es wieder zu trocken geworden ist. Sobald die Eiswürfel hier verschwinden, ich fasse es mal an, ja, das muss noch auf jeden Fall noch viel feuchter werden. Sobald die Eiswürfel verschwinden, geben wir noch weitere 3 Eiswürfel dazu, 2 mal 3 mal, und wir geben die restlichen geriebenen Tomaten auch dazu. So. Es sind jetzt weitere 15 Minuten vergangen. Wir schauen jetzt einmal rein, wie das jetzt inzwischen aussieht. Oh. Wir überprüfen mal die Konsistenz. Ja, so sieht es aktuell aus. Es hat eine gute Konsistenz, aber die Bulgur, die haben noch eine zu feste Struktur. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Granatapfelsirup dazugeben. Das waren ungefähr 100 Milliliter. Gleichzeitig geben wir unsere Chilischoten dazu. Dann geben wir unsere ungefähr 130 Gramm Isot rein. Anschließend dürfen natürlich auch nicht die Gewürze fehlen. Die geben wir auch dazu. Wir machen das jetzt noch einmal zu und lassen das nochmal für 15 Minuten auf der Stufe 2 umrühren. Danach werden wir kurz mal checken, wie das aussieht und vielleicht einen Geschmackstest machen. Ich bin gespannt. Upsa, falsch. Jetzt sind ungefähr 20 Minuten um und wir werden einmal reinschauen, wie das jetzt aussieht. Kommst du, Baby? Wir sehen, dass sich die Farbe auf jeden Fall sehr stark verändert hat und wir sehen, dass es so richtig schön homogen ist und klebt. Das ist wichtig, dass es kleben muss. Und jetzt werde ich mal so ein bisschen die Konsistenzprobe machen. Oh, das ist wirklich gut. Also, wenn jemand Chiköfte kennt, das muss auch so sein. Das sieht so richtig gut aus. Es fühlt sich auch sehr gut an. Leute, aber es ist noch nicht komplett. Wir müssen jetzt einmal noch das Olivenöl dazu geben. Wie magst du es nochmal zeigen? Wir geben jetzt nochmal die restlichen 60 oder 70 Milliliter Olivenöl dazu. Jetzt lassen wir das noch einmal für 5 Minuten drehen und danach sind wir schon bereit anzurichten. Wir sind jetzt soweit. Wir schauen das jetzt mal an, das Endergebnis. Magst du, komm, Baby? Das sieht so richtig super aus. Und das sollte eigentlich ganz genau auch so aussehen, wie es jetzt gerade ist. Wir haben hier auch gleichzeitig ein Bett für die Chiköfte vorbereitet. Das ist Romana-Salat, der eignet sich sehr gut, um gemeinsam mit Chiköfte verzehrt zu werden. Die Zitrone ist natürlich optional, aber ich rate euch sehr dazu. Wir werden jetzt die übliche Chiköfte-Form abbilden. Wir schauen jetzt mal, wie das jetzt alles aussieht. Leute, wir haben etwas zu viel Öl reingetan. Seid ein bisschen sparsam mit dem Öl, aber das wird jetzt keinen Abbruch tun. So, natürlich, ich bin kein Chiköfte-Experte, aber das sollte schon gut aussehen. Zeigst du mal die alle? So, wir machen das für euch fertig und wir sehen uns gleich auf dem Balkon. So, liebe Zuschauer, es hat jetzt ungefähr 1 Stunde gedauert. Normalerweise machen das hier viele mit ihren Händen, dass sie das zurechtkneten. Ich war mir zu schade und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es auch nicht 1 Stunde durchgehalten. Heute ist es wieder über 30 Grad heiß. Wir werden jetzt mal unser Produkt testen. Dazu habe ich mir jetzt auch einen Romana-Salat bereitgelegt. Ich nehme mir mal jetzt mal eins. Baby, magst du mal zeigen? So sieht es ungefähr aus. Und wir müssen es hier immer so richtig schön drauflegen. Ich muss leider zugeben, ich habe am Ende ein bisschen zu viel Olivenöl reingetan. Seid da ein bisschen vorsichtiger und tut vielleicht die Hälfte von dem, was ich reingetan habe. Es wird trotzdem jetzt wahrscheinlich gut schmecken, ich hoffe es. Mit einem ordentlichen Schuss Zitrone. Ich muss zugeben, das schmeckt besser als jede Chiköfte, die man kaufen kann. Es ist ein Ticken sehr scharf. Wir haben hier gemahlene Habaneros reingetan. Ich
Ich würde sagen, je nach eurem Geschmack tut so viel scharf rein, wie ihr verträgt. Baby, möchtest du einmal probieren? Ja, auf jeden Fall. Aber den isst du noch zu Ende. Ja. So, das sieht doch gut aus für dich, oder? Ja. Und einen ordentlichen Schuss Zitrone. Auf. Komm, warte, ich leg's mal wieder zurecht. Und jetzt einmal so wie ein Flugzeug in den Tunnel rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Baby, deine Nase ist voller Soße. Schmeckt so richtig gut. Die Schärfe ist super, also ist ja Geschmackssache, aber ich finde es echt gut. Es gibt mir so richtig Türkei-Feeling. Ja. Also ihr könnt euch so vorstellen, das was wir jetzt gemacht haben mit 500 Gramm Bulgur, das würde locker für 8 Personen reichen. Wir tun das jetzt in den Kühlschrank alles. Das ist gerade mal die Hälfte gewesen von dem, was wir alles gemacht haben. Am Wochenende erwarte ich Freunde und wir werden das gemeinsam verzehren. Wir werden heute natürlich Jimbo nicht davon testen lassen, weil das ist ihm wahrscheinlich ein bisschen zu würzig und zu scharf. Ich bedanke mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Damit ein schönes Wochenende und einen schönen Tag. 3, 2, 1, Cut.